Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um Compound TCP, das ist Microsofts Variante von TCP, die uns relativ weit schon bringt. Und zwar, wir berechnen jetzt nicht nur aufgrund von irgendwelchen Dateneinheiten, die wir verloren haben, unser Fenster W, sondern wir versuchen das Ganze mit einer Verzögerung zu machen. Das heißt, wir benutzen einfach TCP Reno. Und zusätzlich versuchen wir noch anhand der aktuellen Verzögerung von Dateneinheiten in unserem Netz rauszubekommen, wie ausgelastet das Netz denn gerade ist. Und dazu gibt es erstmal eine kleine Formel. Und zwar, wir messen permanent, also ich mache jetzt hier einfach mal Compound TCP, Compound TCP, schreibe ich mal hier hin. Und zwar, wir messen jedes Mal, wenn wir eine Dateneinheit geschrieben oder geschickt haben und wieder empfangen haben, die Roundtrip-Time. Und die Roundtrip-Time Minimum wird einfach festgehalten. Das ist einfach die minimale, also die Dateneinheit, die am schnellsten von mir zum Empfänger und wieder zu mir zurückgekommen ist. Das ist die Roundtrip-Time Minimum. Die wird einfach als Parameter festgehalten, immer aktualisiert, wenn eine schnellere Dateneinheit gekommen ist. Das nehmen wir einfach an als staufrei. Das heißt, das ist die Verzögerung, die diese Einheit braucht, wenn das Netz gerade absolut nicht ausgelastet ist. So, und jetzt kann ich natürlich immer ausrechnen, wie gerade meine Stausituation ist. Das heißt, wir sagen D, wir nennen es einfach nur D. Was es genau ist eigentlich egal. D, natürlich, jetzt ist es weg. D staufrei. Also wie viele Daten kriege ich rüber, wenn es staufrei ist. Das ist nämlich Fenster geteilt durch die Roundtrip-Time Minimum. Das ist die Situation, wenn es wirklich staufrei ist. Aber wenn es gerade normal ist, ich habe doch jetzt gerade geklickt, wenn es gerade normal ist, dann haben wir einfach D ist gleich W durch die Roundtrip-Time, die ich aktuell gerade habe. Also nicht die minimale, sondern die meine letzte Dateneinheit gerade mir geliefert hat. Und jetzt kann ich daraus eine Differenz berechnen, wie viele Daten tatsächlich noch auf dem Weg sind. Klar, muss ich ja auch irgendwie wissen. Und da sagen wir einfach Differenz dazu. Man kann es auch gerne ausschreiben. Diff ist gleich D staufrei minus D. Und das Ganze mal der Roundtrip-Time, die minimal ist. Also die minimale Roundtrip-Time. Das sind jetzt die Daten, die aktuell gerade... Was soll denn das? Das sind die Daten, die aktuell gerade in unserem Netz sich befinden und die gerade vielleicht diesen Engpass blockieren könnten. So, und anhand von diesen Daten kann ich jetzt entscheiden, ist mein Netz ausgelastet oder ist es nicht ausgelastet. Und da sagt man dann tatsächlich, hey, es gibt einen Parameter, es gibt einen Schwellwert, der ist tatsächlich auch wirklich frei wählbar, den kann jeder für sich, oder was heißt jeder für sich, den wählt Windows für sich, sagen wir es mal so. Wenn meine Differenz, wenn meine Differenz kleiner als dieser Schwellwert ist, ich nenne ihn jetzt einfach mal S, oder ich nenne ihn Thresh. Threshold für Schwellwert. Wenn der kleiner ist, dann ist das Netz nicht ausgelastet. Wenn er größer ist oder größer gleich ist, dann ist das Netz ausgelastet. Und wenn er kleiner ist, klar, das heißt, mein Netz ist nicht ausgelastet. Was ich dann mache, ist folgendes. Im Prinzip ist es jetzt eine if-Abfrage. Wenn mein Netz nicht ausgelastet ist, also wenn die Differenz kleiner ist als der Schwellwert der Daten, die gerade in meinem Engpass sein dürfen, dann setze ich mein Fenster der Verzögerung, WV abgekürzt, setze ich einfach auf mein altes Fenster mit Verzögerung, plus ein weiterer Parameter, nennen wir A mal W hoch K. Auch wieder ein Parameter. Wir haben sehr, sehr viele Tuning-Parameter hier und ja, da gibt es auch nicht wirklich den Tuning-Parameter schlechthin. Könnt ihr aber gerne mal gucken, was so verwendet wird. Ich habe es leider gerade nicht im Kopf. Wenn mein Fenster, wenn meine Differenz größer ist oder größer gleich dem Schwellwert ist, dann kann ich davon ausgehen, dass mein Netz ausgelastet ist. Sprich, ich möchte meine W-Verzögerung, also WV, möchte ich kleiner machen. Und zwar sage ich jetzt einfach, ich mache hier Minus gleich. Im Prinzip ist das hier oben Plus gleich. Oh, das soll natürlich ein großes V sein. Großes V, sagte ich. Ich mache hier einfach Minus gleich und zwar B mal der Differenz.
B ist auch wieder ein Parameter. Diese Differenz gibt mir also an, wie viele Daten sind gerade noch drin und für wie viele Daten sollte ich jetzt gerade eigentlich nicht schicken. Das heißt, wie viel weniger Daten sollte ich in dem Fall schicken. So, und bei Verlust muss ich jetzt noch was anderes beachten. Und zwar, da mache ich mein Fenster richtig klein. Wir werden uns gleich noch damit befassen, was dann das endgültige Fenster ist. WV ist nämlich nur eine Komponente von dem Fenster. Ich schreibe jetzt einfach mal if Verlust hin. Dann sagen wir, unser W-Verzögerung ist gleich W, das ganze Fenster W mal 1 minus nächster Parameter C minus meinem aktuellen Congestion Window. Das ist das, was im Prinzip uns angibt, wie viele Dateneinheiten wir noch schicken dürfen. Das W gibt uns ja nicht an, wie viele Dateneinheiten wir schicken dürfen, sondern es nimmt sozusagen an, wo können wir denn eigentlich gerade hin. Das ist aber nicht das, wie viele Dateneinheiten wir tatsächlich schicken, sondern wir tasten uns da möglichst nahe ran. Das heißt, CWND soll fürs Congestion Window stehen, also wie viele Dateneinheiten darf ich tatsächlich hier noch schicken, geteilt durch 2. Das ist jetzt ein bisschen komplizierterer Algorithmus, gebe ich zu, wird aber so tatsächlich benutzt. Wir gehen da gleich noch genauer rein. Aber am Ende müssen wir natürlich auch noch irgendwie das gesamte Fenster berechnen können. Und wie man das macht, ist relativ leicht. Wir sagen, W ist gleich WV. Komm schon. WV plus dem Fenster von Reno, also W Reno, sage ich jetzt einfach mal dazu. Das ist das Congestion, nicht das Congestion Window, sondern das ganz normale Fenster, was wir hier bei TCP Reno berechnet haben, hier oben. Und das können wir jetzt hier benutzen, um uns ranzutasten. Also an dieses Fenster wollen wir uns rantasten. Das heißt, wir haben sozusagen unser Fenster ein bisschen vergrößert, je nachdem wie ausgelastet unser Netz gerade sein könnte. Okay, jetzt, wie sieht das Ding in der Praxis aus? Jetzt machen wir wieder so eine hübsche Kurve wie hier oben. Und wir sehen auch gleich, wo das ganze Ding vielleicht ein bisschen besser sein könnte als das Linux-Teil. Und zwar hier oben. Wir tasten uns hier zwar sehr nahe dran ran, aber wenn tatsächlich das Fenster ein bisschen höher ist, haben wir ein Problem. Weil dann steigen wir hier erstmal gar nicht an und dann steigen wir plötzlich wieder exponentiell an. Das macht Windows ein bisschen anders und das sieht dann ungefähr folgendermaßen aus. Wir tasten uns hier einfach ran. Wir wechseln auch noch gleichzeitig... okay, nein, nicht so ganz so fett. 0,05 bitte. So, wir starten erstmal mit einem ganz normalen Slow Start, hier einfach normal nach oben. Dann fliegen wir auf die Schnauze, wer hätte es gedacht. Und wir halbieren unser Fenster wieder. Also quasi, es hat sich nichts verändert. Das ist immer noch dasselbe von Reno, was Besseres gibt es einfach nicht. Um am Anfang einfach mal rauszufinden, wie viele Fenster haben wir denn so zur Verfügung. So, was jetzt passiert, ist wieder sehr ähnlich wie das von Linux, nur nicht ganz so krass. Und zwar, wir steigen sehr steil hoch, aber dann geht es in Richtung Congestion Avoidance, sieht zumindest so aus und wir steigen fast linear an. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu linear gewesen. Ich male das Ganze kurz nochmal, und zwar hier ist so ungefähr unser Breakpoint. So, wir steigen sehr schnell an und danach steigen wir linear weiter an. Also in etwa so könnte man sich das vorstellen. So, hier fallen wir wieder auf die Schnauze, wenn ich das noch ein bisschen höher zeichnen würde. So, jetzt, hier fallen wir wieder auf die Schnauze, verlieren eine Dateneinheit oder bekommen einfach eine Quittung nicht und gehen wieder hier runter, halbieren wieder unser Fenster. Das heißt, wir gehen hier runter und ja, und so weiter eben. Was jetzt hier ganz besonders ist, ist dieser lineare Anstieg hier, den wir haben. Und das ist eigentlich eine Regel von Reno. Ihr erinnert euch Congestion Avoidance, aber das hier vorne dran, dieses relativ schnelle Ansteigen in sehr enge Gefilde hier oben, sehr nah am Fenster, das ist eigentlich nicht Reno. Eigentlich steigen wir hier tatsächlich komplett linear an bei Reno. Und das ist natürlich besser, weil wir hier einfach viel schneller wieder viel mehr Daten schicken können. Zwar fallen wir auch wieder schnell auf die Schnauze, klar, aber wir haben relativ viel Datendurchsatz. Warum ist das so cool? Naja, wir verbinden sozusagen die Intelligenz von Reno und dieser Loss Detection oder diesem Stau, den wir vermuten, verbinden wir miteinander. Das heißt, hier sagen wir, hey, unser Ping ist eigentlich immer noch super, die Roundtrip-Time, alles große Klasse. Unser Netz ist absolut nicht ausgelastet und wenn es dann mal anfängt, ausgelastet zu sein, naja, dann sagen wir einfach, hey, vielleicht wäre es jetzt besser, wir benutzen Reno und sagen ab hier, okay, mein W-Verzögerung ist eigentlich fast 0
und deswegen steigt hier einfach nur mein Fenster ganz normal langsam an, wie bei Reno eben auch mit Congestion Avoidance. Das heißt, wir kombinieren die beiden Ansätze sozusagen ein bisschen. Das ist der Hintergrund hinter Compound TCP. Das wird von Windows benutzt. Wie gesagt, die beiden Varianten sind natürlich beide relativ cool. Aber Compound TCP hat natürlich, wenn wir hier jetzt das Staufenster nach oben verschieben, braucht es auch erstmal eine halbe Ewigkeit wieder, bis es da ist. Aber natürlich, wenn die Verzögerung wieder besser wird, dann steigt das Fenster auch wieder relativ schnell nach oben. Also, wenn wir jetzt, ich zeige es euch gerade ganz kurz, wenn wir hier annehmen, dass das Fenster bis hier geht, und ja, wir haben hier eine Verzögerung oder keine Verzögerung eben mehr, dann steigt das Fenster auch relativ schnell wieder, und zwar bis wir wieder irgendwann Verzögerung entdecken, dann hört es auf und fängt an linear weiter zu steigen, also in etwa so. Das heißt, sobald der Ping irgendwie mal schlecht wird, fangen wir linear an zu steigen, wenn der Ping super ist, dann steigen wir quasi exponentiell, kurz gesagt. Das ist im Prinzip Compound TCP und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, das war's erstmal für TCP und mit Schicht 4. Wenn noch irgendwelche Fragen zu Schicht 4 speziell sind, dann könnt ihr die natürlich gerne stellen. Vielleicht mache ich am Ende oder irgendwann später auch mal mit der Playlist noch weiter und wir gucken uns die neuesten Technologien an. Keine Ahnung, Google forscht momentan an relativ interessanten Sachen, finde ich. Und vielleicht gucken wir uns da dann was an, wenn es dann mal tatsächlich schön auf dem Markt ist. Irgendwann, ich glaube, letztes oder sogar dieses Jahr, keine Ahnung, irgendwann soll es auf jeden Fall mal in den Kernel von Linux einprogrammiert werden, eine Variante von Google. Wird sich dann zeigen, wie cool die ist, aber ja, wir werden uns das mal genauer noch angucken, irgendwann mal. Okay, also, falls ihr Bock drauf habt, natürlich nur. Gut, dann macht's gut, wir hören uns beim nächsten Mal und es geht natürlich immer noch weiter mit der Serie, keine Sorge. Ja, bis dann, ciao.